herzlich willkommen hier auf der Boot 2019. Mein Name ist Oliver Ochse, ich bin Segelberater, Segellehrer, Segeltrainer und bin hier ein bisschen über die Messe gegangen und habe mir gedacht, Mensch, das Boot hier, das ist richtig klasse, sieht schick aus und hat so ein paar Foils damit dran, die das, glaube ich, ganz besonders machen. Das hier ist das Foiling-Dingy, mit Sicherheit einfacher zu segeln als eine Motte oder eine Wasp, weil es viel konventioneller zu segeln ist. Wir haben hier zwei Foils, die nicht bedient werden müssen. Großes, normales Cockpit von einem Einrumpfboot, 9 Knoten, etwa 2, 3 Windstärken, je nach Crewgewicht, und das Boot hebt ab. Hier haben wir den RS Aero und der RS Aero ist im Gespräch, Olympia-Klasse zu werden. Es wird für 2024 ein neues Einpersonen-Dingy gesucht und da ist der RS Aero auf jeden Fall mit im Gespräch. Sehr modernes Boot, moderne Jolle für eine Person mit einem sehr, sehr flexiblen Carbon-Rig. Der größte Unterschied zum Laser ist sicherlich das Gewicht des Bootes. Das Boot wiegt ohne Rig, nur der Rumpf wiegt 30 Kilo, der Laser wiegt ein bisschen mehr als das Doppelte. Dadurch hat das Boot ein viel größeres Geschwindigkeitspotenzial, macht irre viel Spaß. Hier sind wir am Stand von der Magis 14, ein weiterer Kandidat für das Ein-Personen-Dingy olympisch in 2024. Auch hier wieder viel dynamischeres Boot, ein ganz modernes Rig. Ansonsten mehr Ähnlichkeit zum Laser als der Aero das hat sicherlich auch gute Chancen. Also die Boote sind schon sehr unterschiedlich. Aero ist etwas kleiner, ist vielleicht eher ein Boot für Mädchen, für große Jungs, glaube ich, ist es ein bisschen zu klein. Das Devoti-Boot finde ich ein bisschen klobig und der Magis 14 ist so genau in der Mitte zwischen allen, deswegen könnte es ganz passig sein. Alles, was neuer ist und moderner ist, wird besser segeln als ein Laser, das ist ohne Zweifel. Es geht danach nur noch um Politik und welche Netzwerke können was bewegen. Alles Neuere besser fährt, das wissen alle. Das wird spannend, was da rauskommt bis November. Wir waren ja gerade in der anderen Halle, in der Halle 14, bei den Dingys vor allen Dingen, bei den Jollen, und jetzt kommen wir hier zu den größeren Schiffen. Nach dem Jollensegeln, wenn man ein bisschen älter wird, dann will man vielleicht auch mal auf was Größeres oder auch mal chartern. Und da haben wir hier ein Boot, das eigentlich zu den sportlichen Jollen sehr gut passt, nämlich der Gewinner der Boat of the Year Performance Cruiser. Und das hier ist die Arkona 435 aus Schweden. Die gefällt mir super gut. Man kann hier wirklich sagen, es ist eine Performance Cruiser. Es ist wirklich Performance da. Das ist ein bisschen versteckt, aber wenn man genau hinguckt, dann ist es an einigen Stellen sehr, sehr gut zu sehen. Die Rollanlage ist unter Deck, der Cockpit-Tisch ist versenkbar. Das würde ich mir gerne, genau diese beiden Sachen, bei ganz, ganz vielen Performance Cruisern wünschen, weil das Segeln deutlich erleichtern kann. Wir sind ja hier auf der Boot 2019 und das hat sich in den letzten Jahren schon gezeigt. Die Messe ist unglaublich international geworden. Ich glaube, die ganze Branche findet es gut, dass es eigentlich nur noch Düsseldorf gibt. Die anderen ganzen Regionalmessen mehr oder weniger verschwinden und die ganze Branche sich hierauf konzentriert, weil es einen Aufwand für die Branche im Rahmen hält.